Weisheiten vergangener Zeiten. Es ist mehr Vernunft in deinem Leibe als in deiner besten Weisheit. Wenn wir über das Denken sprechen, beginnen wir in der Regel beim Kopf, beim Bewusstsein, bei der Vernunft. Doch diese Vorstellung, dass Denken etwas ist, das im Gehirn unabhängig vom restlichen Körper geschieht, ist eine Konstruktion und eine gefährliche. Friedrich Nietzsche, einer der radikalsten Denker des 19. Jahrhunderts, stellte genau diese Vorstellung in Frage. Für ihn beginnt das Denken nicht im Kopf, sondern schon viel weiter unten, im Darm, im Herz und in den restlichen Organen. Für Nietzsche ist der Mensch ein primär körperliches, triebgeleitetes Wesen. Und das hat tiefgreifende Konsequenzen für das, was wir Denken nennen, für unsere Gesundheit und für die Art, wie wir heute leben. Wir schauen uns zunächst an, wie sich Körper und Denken nach Nietzsches Philosophie zueinander verhalten. Dafür brauchen wir 4 Begriffe: den Körper, den Willen zur Macht, den Trieb und den Gedanken. Wie entstehen also unsere Gedanken? Um das zu verstehen, müssen wir diese Begriffe nacheinander durchgehen. Der Körper bildet dabei die Grundlage für alles. Aus unserem Körper heraus, also aus unseren physiologischen Bedürfnissen, entstehen erst alle Triebe oder überhaupt erst ein Wille. Der Körper ist, so könnte man sagen, die materielle Basis für alles Geistige, was danach kommt. Der Wille zur Macht ist so etwas wie ein Grundtrieb oder Urwille, der alle anderen Triebe durchzieht und das Ziel, auf das alle Triebe hinauslaufen. Nach Nietzsche gibt es diesen Willen zur Macht in allem Lebendigen, vielleicht sogar in Pflanzen oder vielleicht sogar in unbelebten Dingen. Ganz sicher ist er jedenfalls in allem biologischen Leben vorhanden. Auch wir Menschen sind von ihm durchdrungen. Wir streben nicht nur nach Erhaltung, sondern nach Ausdehnung unserer Macht. Alle Triebe, die wir haben, zielen darauf, unsere Macht zu vermehren. Wenn wir essen oder trinken, dann tun wir das laut Nietzsche nicht nur um zu überleben, sondern um Kraft zu sammeln, damit wir unsere Macht in der Welt entfalten können. Alles, was uns antreibt, dient letztlich diesem Zweck. An diesem Punkt kritisiert Nietzsche übrigens Darwin. Während Darwin meinte, dass Lebewesen vor allem überleben wollen, sagt Nietzsche, wir wollen nicht nur überleben, wir wollen dominieren. Wir wollen stärker sein als andere, uns durchsetzen, herrschen. Dies ist erstmal die biologische Grundlage von Nietzsches Denken. Beleuchten wir aber nun die Konsequenzen für unser Geistesleben. Aus den Trieben, meint Nietzsche, entstehen dann auch unsere Gedanken. Was heißt das genau? Nach Nietzsche entstehen selbst scheinbar abstrakte oder vernünftige Gedanken nicht frei im Geist, sondern lassen sich auf körperliche Bedürfnisse und Triebe zurückführen. Wenn jemand zum Beispiel eine Moral vertritt, nach der Schwache geschützt werden sollen, dann liegt diesem Gedanken laut Nietzsche auf dein Eigeninteresse zugrunde. Vielleicht ist beispielsweise derjenige selbst schwach und möchte sich durch diese Moral schützen, um langfristig Macht zu gewinnen. Dasselbe gilt auch für religiöse Vorstellungen. Wenn wir etwa an ein Jenseits glauben, in dem die Schwachen belohnt und die Starken bestraft werden, dann könnte das laut Nietzsche eine Strategie sein, um den real Mächtigen Angst zu machen und uns selbst, die Schwächeren, in eine stärkere Position zu bringen. Besonders Priester, so Nietzsche, hätten solche Ideen entwickelt, um moralisch überlegen zu erscheinen und die Stärkeren in die Schranken zu weisen. So lässt sich also jeder Gedanke auf einen Trieb zurückführen und jeder Trieb auf den Körper. Unser Denken ist letztlich ein Ausdruck unserer körperlichen Verfassung. Wer gesund ist, hat gesunde Triebe und somit auch ein gesundes Denken. Wer krank ist, denkt auch krank. Bei Nietzsche bedeutet das, es geht weniger um richtig oder falsch, sondern um gesund oder ungesund. Die Kategorien Wahrheit und Objektivität verlieren an Bedeutung, weil unsere Sicht auf die Welt durch die individuelle Konstitution unseres Körpers geprägt wird. Wenn also unsere Realität von unserem Körper gestaltet wird, dann ist sie subjektiv. Und wenn es keine objektive Realität gibt, dann auch keine objektive Wahrheit. Für Nietzsche zählt nicht, ob ein Gedanke logisch richtig ist, sondern ob er einem gesunden Körper entspringt. Und genau hier wird seine Philosophie körperlich, ja fast medizinisch. Wer gesund denkt, lebt gut. Wer ungesund denkt, lebt schlecht. Das bedeutet auch, wer seine Triebe nicht ausnehmen kann
Wer zum Beispiel krank ist oder unterdrückt wird unglücklich und kann sein eigentliches Potenzial nicht entfalten. Wer sich selber schwächt, etwa durch schlechte Ernährung oder Bewegungsmangel, kann seinen Willen zur Macht nicht ausleben. Die volle Entfaltung und Entwicklung des eigenen Körpers ist bei Nietzsche gleichbedeutend mit einem gelungenen Leben. Dementsprechend ist es zentral, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen und welchen Umwelteinflüssen wir ausgesetzt sind. All das wirkt auf unser Denken zurück. Nur wer körperlich gesund lebt, kann laut Nietzsche ein wirklich gutes Leben führen, mit einem Denken, das im Einklang mit seiner Natur steht. Aus dieser körperlichen Verankerung des Denkens ergibt sich eine fundamentale Kritik an der modernen Lebensweise, insbesondere an der Sesshaftigkeit. Nietzsche schreibt: Nur die im Gehen entstandenen Gedanken haben Wert. Das ist keine beiläufige Bemerkung. Sie markiert eine zentrale anthropologische Einsicht. Der menschliche Geist entfaltet sich nur in der Bewegung. Der Körper braucht Rhythmus, Wechsel, Durchblutung und erst daraus entstehen klare, lebendige Gedanken. Sitzen hingegen, langes Starren, Verharren in künstlicher Haltung, führt nicht nur zur physischen Degeneration, sondern auch zur geistigen. In der Bewegung sind wir bei uns selbst, weil der Körper in seiner organischen Dynamik das Denken trägt. Im Sitzen dagegen wird der Körper immobil, abgeschnitten von natürlichen Impulsen, und das Denken verliert seine lebendige Quelle. Es wird abstrakt, moralistisch, dogmatisch. Da dies ein philosophisches Video ist, verzichte ich auf das Vorführen von Studien, welche die Schädlichkeit von unserem sesshaften Lebensstil zusätzlich beweisen. Wer jedoch auch nur kurz recherchiert, wird herausfinden, dass Sesshaftigkeit nicht nur unsere Hormone durcheinander bringt, sondern sogar das Risiko für diverse Erkrankungen, darunter auch Krebs, erhöht. Das Traurigste ist nun, dass diese Pathologie nirgendwo systematischer reproduziert wird als im Schulsystem. Nietzsche hätte wohl die moderne Schule als eine Institution radikaler Körperverneinung kritisiert. Die Architektur des Unterrichts ist die Architektur des Sitzens. Schüler sitzen stundenlang, ruhig gestellt, kontrolliert, auf eine einzige kognitive Funktion reduziert, den frontalen Empfang von Informationen. Die natürliche Dynamik des Körpers wird dabei als störend empfunden. Bewegung ist die Ausnahme, zählt als Pause. Doch wenn das Denken im Körper beginnt, dann ist eine Schule, die den Körper unterdrückt, eine Schule, die Denken verhindert. Was hier heranwächst, ist kein freier schöpferischer Geist, sondern ein dressierter, geschwächter junger Arbeiter. Intakt genug, um zu existieren, aber nicht, um im wahrlichen Sinne zu leben. Nietzsche will wahrscheinlich fordern, eine Schule, die Bewegung, Körperpflege und Sinnlichkeit in das Leben der Schüler in einem weitaus größeren Umfang integriert. Eine Schule, in der der Körper nicht unterdrückt, sondern entfaltet wird. Die moderne Philosophie hat den Körper lange vergessen. Sie hat ihn ausgelagert, herabgestuft, ignoriert. Nietzsche bringt ihn zurück ins Zentrum und mit ihm eine radikale Umwertung des Denkens. Nicht der Kopf ist Ursprung des Geistes, sondern der Leib. Wer diesen Zusammenhang leugnet, der tut sich selbst Leid an. Und wer ihn ernst nimmt, erkennt, der Weg zum Denken führt über den Körper, über seine Gesundheit, seine Bewegung, seine Bedürfnisse. Wer also wirklich zur Erkenntnis kommen möchte, muss rausgehen, vielleicht sogar das Sitzen verlernen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, aber was denkt ihr? Wie könnte das Schulsystem verändert werden? Entspringen wirklich alle unsere Gedanken aus unseren Trieben? Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und lasst ein Like da. Ich bin gespannt auf eure Gedanken und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.